Die Bundesregierung will nach dem Attentat von Solingen parteiübergreifende Gespräche über die Konsequenzen führen. Bundeskanzler Scholz hat angekündigt, dafür die Bundesländer und Unionsvertreter ins Boot zu holen. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung steht nun zur Debatte, die Unterstützung für bestimmte Asylbewerber drastisch zu reduzieren. Menschen, die über einen anderen EU-Staat eingereist sind und dort registriert wurden, sollen demnach nur noch die nötigsten Sachleistungen erhalten. Darüber möchte ich sprechen. Zugeschaltet ist Christian Engelhardt von der CDU. Er ist Landrat des Kreises Bergstraße in Hessen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Also offensichtlich wird nun über die Bettbrot-Seife-Strategie beraten. Was sagen Sie dazu? Wäre das der richtige Weg? Vielleicht sogar die Lösung all Ihrer Probleme? Also die Lösung all unserer Probleme ist das sicherlich nicht. Und vielleicht zunächst, immer wenn etwas passiert, und so auch in diesem Fall, kommen relativ schnell die verschiedensten Vorschläge, was getan werden kann. Und es ist auch gut, dass man sich nach solchen Ereignissen wie Solingen Gedanken macht, was man an der Flüchtlingspolitik verändern kann. Wenn aber diese Vorschläge von der Bundesregierung kommen, wie von Herrn Lindner, der ein wesentlicher Teil der Bundesregierung ist, dann frage ich mich, wieso immer wieder Vorschläge kommen, aber am Ende so wenig passiert. Und das ist zunächst einmal für uns kommunalen Akteure, die am Ende der Nahrungskette dafür sorgen, sorgen müssen, dass diese Flüchtlingssituation gut gemanagt wird, sehr frustrierend, dass sehr vieles geredet wird, es wird gestritten, aber so wirklich gehandelt, das wird viel zu wenig. Und deshalb ist mein allererster Appell, es wäre wichtig, dass tatsächlich die vielen Dinge, die schon geplant und angesprochen, diskutiert wurden, die man überall nachlesen kann seit mehr als einem Jahr, dass die tatsächlich auch angepackt werden und nicht nur als Forderungen aufgestellt werden. Ja, und dann, wir Kommunen sagen seit mehr als einem Jahr, dass daran gearbeitet werden sollte, die Pull-Faktoren zu reduzieren, unter anderem Geldleistungen zu reduzieren. Deswegen wird ja auch schon seit langem die Bezahlkarte gefordert, deren Ausschreibung gerade läuft. Und es ist natürlich konsequent bei denen wir wissen, dass sie eigentlich auf dem Rückweg sein müssten, zum Beispiel in ein anderes Land, über das sie eingereist sind, bei diesen erst recht darüber nachzudenken, Leistungen zu reduzieren. Vor allem, wenn es sich dann, wie in dem Fall von Solingen, um jemand handelt, der bewusst die Rückführung vereitelt hat. Warum sollen wir dann jemand noch besonders alimentieren, der eigentlich gar nicht mehr hier sein dürfte und dazu beigetragen hat, aktiv, dass er entgegen der Rechtslage noch vor Ort ist? Aber es gibt viel mehr zu tun. Und ich habe in den letzten Tagen nicht nur Frustration, weil man wieder einmal erlebt hat, dass diese Flüchtlingssituation mit den vielen, vielen Menschen, die zu uns kommen, in den mangelnden Ressourcen, um Integrationsarbeit zu leisten, in den mangelnden Ressourcen, um auch den Staat durchzusetzen, dass diese Situation eben nach mehr als einem Jahr heißer Diskussion noch so ist, wie sie ist. Wie ist denn momentan Ihre Realität bei Ihnen, Herr Engelhardt? Warum kommen die Menschen nach Deutschland? Was erleben Sie ganz konkret? Und wie verhalten Sie sich, wenn sie tatsächlich bei Ihnen sind? Und inwieweit haben Sie überhaupt noch Platz für weitere? Also, nachdem in den letzten Monaten glücklicherweise, das war zumindest in Hessen so, weniger Menschen zugewiesen wurden, haben wir etwas Luft bekommen. Das heißt, rein unterbringen könnten wir Menschen. Aber das ist ja nur das geringste Thema, Menschen unterzubringen. Am Ende geht es darum, dass wir die Menschen, die hier bleiben können, integrieren können. Und dafür fehlen tatsächlich die Ressourcen, die fehlen massiv. Es fehlen die Personalressourcen, es fehlen die Möglichkeiten eben, tatsächlich die Geflüchteten zu betreuen und die Geflüchteten zu integrieren. Und genau deshalb ist ja das Entscheidende, dass die nicht hier bleiben dürfen, dass die schnell wieder zurückgeführt werden, dass wir uns mit unseren Mitteln auf die konzentrieren können, von denen wir wissen, dass sie bei uns bleiben. Das ist meiner Ansicht nach der Schlüssel der gesamten Diskussion. Wir müssen zu einer schnellen Trennung derer kommen, die nicht hier bleiben dürfen und denen, die bleiben dürfen. Jetzt haben Sie eben das Thema noch mal angesprochen, Pull-Faktoren. Sie haben auch gesagt, Sie fordern schon länger, Pull-Faktoren müssten reduziert werden. Was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Pull-Faktoren? Natürlich ist es unter anderem so, dass bei uns die Menschen relativ viel Geld bekommen, die Geflüchteten.
weil sich das Geld, das die Geflüchteten bekommen, an dem orientiert, was ansonsten Leistungsbezieher kriegen, also Bürgergeld. Es gibt was mit Abzügen, aber es ist mehr, als viele in ihren Heimatländern überhaupt verdienen könnten. Und das ist aus meiner Sicht ein solcher Pull-Faktor. Deshalb soll ja die Bezahlkarte kommen. Und das war eine sehr richtige Entscheidung der Regierung. Bei der Einführung der Bezahlkarte gibt es aber derzeit Probleme mit dem Vergabeverfahren, deswegen ist sie noch nicht da. Und natürlich auch das Wissen der Geflüchteten, dass bei uns die Verfahren so ineffizient sind, dass man selbst, wenn man keinen Anspruch hat, am Ende hier bleiben kann. Sowas spricht sich ja rum. Das ist am Ende natürlich auch ein Faktor, der dazu beiträgt, dass Menschen, auch wenn sie wissen, dass sie nach unserer Rechtsordnung eigentlich nicht hier bleiben dürften, dass sie sich trotzdem auf den Weg machen, weil in der Praxis funktioniert es ja. Wenn hingegen die Rückführung sehr schnell funktionieren würde, wenn man also wüsste, man kommt nach Deutschland und findet sich dann bald in seinem Heimatland wieder, dann würde mit Sicherheit das nach und nach Schule machen und es würden weniger kommen, die keinen Rechtsanspruch auf ein Bleiberecht in Deutschland haben. Wir sehen es bei unseren Nachbarn, den Schweden. Die waren lange eben ein Einwanderungsland, haben es aber tatsächlich durch eine sehr restriktive Politik nun hinbekommen, dass sie eher ein Auswanderungsland geworden sind. Wäre das vielleicht mal eine Blaupause, die man nutzen könnte hier in Deutschland? Also ich glaube schon, dass man deutlich restriktiver sein kann, als wir es sind. Am Ende möchte ich keine restriktive Politik, sondern realistische Politik. Ich glaube, wir sollten da auch schon die Wörter entsprechend einsetzen. Wir haben eine Gesellschaft, die Menschen, die in Not sind, gerne hilft. Und das möchte ich auch gerne tun. Aber eben den Menschen, die in Not sind, also den Menschen, die tatsächlich politisch verfolgt sind, die tatsächlich aus einem Krieg kommen, die tatsächlich nach unserer Rechtsordnung Bleiberecht haben. Und wir müssen so realistisch sein, dass wir erkennen, dass zu viele Menschen zu uns kommen und wir den Menschen, die berechtigt zu uns kommen, gar nicht richtig helfen können, weil unsere Ressourcen der Integration dafür nicht ausreichen. Und deswegen ist das keine Frage meiner Ansicht nach von Restriktion, sondern von Realismus mein Wunsch wäre, dass die Rückführungen schneller passieren, dass die Menschen tatsächlich zurückgeführt werden, die zurück müssen. Dass es nicht so ist, dass wenn sich jemand gegen das Ausfliegen wehrt, dass er dann am Flughafen bleiben kann, sondern dass er dann möglicherweise eben auch mit Zwang zurückgeführt wird. Das ist etwas, was unser Staat leisten können muss, wenn er ein erkennbar resilienter und durchsetzungsstarker Staat sein will. Sagt Christian Engelhardt. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.